Hallo, willkommen wieder auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus Mk4 2019. Heute geht es ein bisschen ums Kombi-Instrument sowie eigentlich um die Tasten, die es auf dem Lenkrad gibt. Insbesondere um den Tempomat sowie den Limiter. Also hier in diesem Ford Focus ist der Standard-Tempomat verbaut, nicht der intelligente. Und ganz am Anfang, als ich dieses Auto gefahren habe, habe ich mir ein bisschen schwer getan. Natürlich bin ich derjenige, der jetzt nicht unbedingt Bedienungsanleitungen liest, genauso wie viele andere auch. Also Learning by Doing. Und es hat ein bisschen gebraucht, bis ich gecheckt habe, wofür was ist. Und das möchte ich euch hier kurz erklären. Also die Schildererkennung, wie ihr seht, funktioniert. 70er Kennzeichen ist gerade erschienen. Wir sind auch dann vorbeigefahren. 70 wird angezeigt. Und es gibt hier diesen normalen Standard-Tempomat. Wenn ich diesen einschalte, ist er zumindest mal scharf gestellt. Und wenn ich jetzt auf Set, beziehungsweise einmal kurz nach oben drücke, dann holt er die Geschwindigkeit, die ich aktuell fahre. Er bremst allerdings nicht, wie ihr gerade seht, automatisch ab. Also 57 ist eingestellt. Wir rollen ein bisschen bergunter im aktuell 4. Gang und er beschleunigt ein bisschen. Wenn ich den Gang wechsle, geht er automatisch raus. Ich muss also noch mal einmal kurz nach oben drücken. Er hat die aktuelle Geschwindigkeit 62, 65 jetzt. Wie ihr seht, er bremst nicht automatisch. Das ist der normale, reguläre Tempomat. Wenn ich jetzt also hier entsprechend nur die Kupplung betätige oder kurz auf die Bremse trete, entsprechend auch aufs Gas, dann schaltet sich der Tempomat aus und ich kann das Auto entsprechend ganz normal steuern, wie ich es ganz üblich gewohnt bin. So, jetzt hat dieses Auto entsprechend einen sogenannten Limiter. Den kann ich aktivieren, also einmal auf Lim drücken, dann ist er entsprechend aktiv. Ich drücke jetzt einmal nach oben, dann hat er ein Limit von der aktuellen Geschwindigkeit gesetzt. Wenn ich jetzt an einem Schild vorbeifahre, also wir waren jetzt bei 70, hier vorne kommt jetzt ein 50er Schild. Jetzt sind wir dran vorbeigefahren. Jetzt zeigt mir diese 50 auch an. Wie ihr seht, Limit ist auf 54 eingestellt, weil ich habe 4 km/h Toleranz in den Einstellungen eingestellt. Er bremst allerdings nicht automatisch ab. Er sagt nur, du fährst schneller, irgendwas stimmt nicht. Und wozu ist dieser Limiter gut? Wenn ich jetzt aufs Gas drücke, kann ich mit dem Gas jetzt relativ viel spielen. Er fährt nicht schneller, außer ich drücke ihn komplett durch. Dann gibt er entsprechend Gummi. Also ich habe jetzt in den 4. Gang geschaltet, drücke jetzt mehr oder weniger so zur Hälfte das Gas durch, aber er bleibt konstant bei 54 km/h stehen. Das ist der Limiter. Sprich, wenn ich jetzt hier ein bisschen mit dem Gas hin und her spiele, egal, er bleibt auf den 54 km/h, die ich eingestellt habe, also 50 km/h, die Schildererkennung erkannt hat, plus 4 km/h entsprechend Toleranz, die ich im Einstellungsmenü eingestellt habe. Da bleibt er jetzt fix. Sollte jetzt irgendwas Unverhofftes passieren, kann ich natürlich mit dem Gas runtergehen, dann wird er langsamer. Oder wenn ich dennoch überholen möchte, obwohl ich einen Limit von 54 eingestellt habe, geht das auch. Also sobald ich jetzt hier aufs Gas drücke, entsprechend überfahre ich diesen Limiter und dann reagiert das Auto auf meine Kommandos, also bremsen oder Gas geben. Ansonsten ist halt dieser Limiter aktiv. Wie gesagt, weder im Tempomat noch im Limiter bremst der automatisch. Jetzt war ich natürlich in der Versuchung zu sagen, hey, das ist ja eine coole Sache. Ich habe einen Tempomat, der hält ja meine Geschwindigkeit, die ich vorher eingestellt habe, und ich habe einen Limiter, der auf Basis der Schildererkennung entsprechend meine Geschwindigkeit in einem gewissen Maße zumindest mal regulieren kann.
dachte ich mir, super geile Sache. Dann aktiviere ich den Tempomat und den Limiter und dann müsste das Auto ja, wenn ich das Gas gedrückt halte, entsprechend nur genauso schnell fahren, wie die Schildererkennung es zulässt. Pustekuchen, das ist beim Standard-Tempomat nicht möglich. Wir haben jetzt hier das Schild 70. Ich stelle den Tempomat entsprechend ein. Machen wir mal auf 68. Er zieht auch hoch bis 68, bleibt da stehen. Wenn ich jetzt auf den Limiter drücke, schaltet er mir den Tempomat aus und ich muss wieder aufs Gas drücken. Also ihn natürlich aktivieren und ich muss das Gas gedrückt halten. 50er Schild ist mir gerade vorbeigefahren, 54, also 4 km/h Toleranz habe ich ihm vorgegeben. Ich muss also Gas gedrückt halten. Wenn ich jetzt den Tempomat einschalte, Gas halte ich immer noch in der gleichen Position, seht ihr, geht er hoch, weil in dieser Gasposition ist entsprechend die Beschleunigung da, wurde vom System zurückgehalten, weil Limit eingestellt war. Also beim Standard, in der Standardausführung, also dieser normale Tempomat und der normale Limiter arbeiten nicht zusammen. Das Zusammenspiel funktioniert erst bei dem intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzer, wo dann das Auto entsprechend der Schildererkennung und dem eingeschalteten Tempomat die Geschwindigkeit selber regelt und natürlich auch zum Vordermann den Abstand einhält. Beim normalen Standard-Tempomat ist das nicht der Fall. Um kurz euch nochmal vielleicht das Menü zu zeigen, wo hier diese 4 km/h eingestellt sind. Also es gibt hier diese Geschwindigkeitsschilderkennung, die ist natürlich eingestellt, plus eine Toleranz von 5. Allerdings der Limiter ist hier unten, Limiter Geschwindigkeitsbegrenzer. Dort sehen wir, der ist intelligent, also anhand der Schildererkennung, wenn ich den ausschalte, dann habe ich halt keinen Spielraum mehr, plus minus. Wenn ich den eingeschaltet lasse, kann ich mir einen Toleranzwert hier einstellen von maximal 10. Also er soll entweder 10 km/h schneller als die Schildererkennung funktionieren oder entsprechend bei 0, genauso wie das Schild erkannt worden ist. Ich lasse mal bei 4, wie ich es eingestellt hatte. Und das ist entsprechend der Tempomat und der Limiter Fahrassistenz. Wie gesagt, funktioniert auch. Er hat die Spur erkannt, wenn ich das Lenkrad loslasse. Ist ein bisschen ungewohnt, deshalb halte ich immer noch meine Hände da dran, lenkt er selbstständig und hält die Spur. Wie ihr seht, ist es jetzt grün, alles ist im grünen Bereich. Ansonsten, wenn man die Spur verlässt, ist er halt orange oder entsprechend rot, wenn er halt durch irgendwelche Umstände jetzt die Fahrspur nicht mehr erkennen kann. Genau, ansonsten haben wir hier leiser, lauter und die Stummschaltung. Can ist entsprechend für Cancel, also wenn ich jetzt hier mein Tempomat einschalte, 72, und wenn ich da drauf drücke, schaltet er ihn komplett aus. Das gleiche passiert natürlich, wenn ich irgendeinen von den Pedalen drücke. Ja, auf der Seite kann man durch dieses Menü hier navigieren. Das ist so ein Eco-Trainer. Man muss immer schauen, dass halt das Ganze so schön blau leuchtet mit diesem weißen Ring. Dann fährt man ökologisch. Also man soll rechtzeitig schalten, nicht zu stark beschleunigen und. Finde ich eigentlich eine coole Sache. Bei mir leuchtet er eigentlich permanent irgendwie blau, weil ich doch recht gemütlich und sparsam fahre.